Moinsen Leute, willkommen hier zurück zu Last Set Survival Shooter. Heute mit einem neuen Video und zwar 10 Dinge oder auch mehr oder weniger, das ist spontan, das kommt einfach so spontan aus mir rausgeschossen, die du vorher besser gewusst hättest, bevor du das Spiel angefangen hast. Weil viele machen Fehler, die lernen ja von Season zu Season, ja, wie was funktioniert. Und ich habe mir so gedacht, okay, erstellst du mal ein Video über diese Dinge, die man vorher wissen sollte. Was kann ich zum Anfang sagen? Also wenn du das Spiel zum Anfang startest, was ist überhaupt so wichtig? Was sollte man wissen? Ich kam nicht weiter mit den Helden. Ich hatte zu wenig Helden-XPs und Fragmente. Ergo bin ich irgendwie durch Zufall auf mein Profil gegangen und habe hier ein Geschenk gesehen und habe gedacht, Sultai, klick mal rauf. Und dann wurde mir erstmal bewusst, du kannst ja im Spiel Geschenke verschicken. Ja? Hast du eine gewisse Anzahl an Geschenken verschickt, kannst du hier oben diese Belohnungen einsammeln. 6 Fragmente und natürlich Helden-XPs. Das hat mir sehr geholfen. So konnte ich zum Anfang meine Helden etwas schneller aufleveln. Ja, das ist erstmal so ein Tipp von mir. Und dann gibt es noch diese Funktion mit dem Schutzschild. Ja, da habe ich sehr viele Probleme gehabt. Ich bin fast immer ohne Schutzschild und ich wurde immer fast ausgeraubt, ja, oder angegriffen, hatte keine Ressourcen mehr. Und es ist ratsam, die Schutzschilder zuzulegen, entweder mit Diamanten, ja, oder ganz wichtig, wenn du in einer Allianz bist, über die Allianz-Technologie. Das heißt, du spendest hier regelmäßig, kriegst dadurch Allianz-Punkte und dann gibt es hier den Allianz-Laden und hier kannst du dir Schutzschilde kaufen. Wichtig ist, der R4 oder R5 deines Clans oder deiner Allianz muss diese Dinge in diesen Shop reinpacken. Ja, das ist nämlich sehr wichtig. Wenn ihr nur noch 2 Schilder habt und 10 Leute brauchen ein Schild, dann sieht es ein bisschen doof aus. Also wie gesagt, fleißig in der Allianz-Technologie spenden. Ihr kriegt Clan-Punkte oder Allianz-Punkte. Mit diesen Punkten könnt ihr im Allianzladen, vorausgesetzt der R4 und R5 hat die Gegenstände reingepackt, euch hier Items holen, wie zum Beispiel ein Schutzschild. Und dann gibt es ja auch noch PvE-Gegner, wo ich gedacht hatte, Mensch, du, ich verliere hier. Warum verliere ich? Und durch Zufall habe ich mitbekommen, dass wenn du auf einen PvE-Gegner rauftippst, dass du ja nicht nur mit der ersten Formation, sondern auch mit der zweiten und dritten Formation gleichzeitig angreifen kannst. Das hat mir in der Regel ganz schön auf den Popo gerettet. Ja? Hätte ich vorher auch nicht gewusst, auch nur durch Zufall und die Mechanik kannte ich vorher auch nicht, dass man PvE-Gegner mit mehreren Formationen gleichzeitig angreifen kann. Dann kommen wir mal zu der Technologie, weil da kann man sagen, wenn du jetzt Gebäude oder eine Forschung betreibst, versuche die zu starten oder zu beenden, wenn du VS-Tage hast, ne? Also im Allianz-Duell bist. Such dir die Tage raus, was ihr machen müsst oder was eure Aufgaben sind. Hier könnt ihr ungefähr sehen, was an welchem Tag dran ist. Ne? Tag 1 ist das Fahrzeug, Tag 2 ist Bauen, Tag 3 ist Forschung, Tag 4 ist Entwicklung von Helden, Tag 5 ist die totale Entwicklung, das ist alles ein bisschen vermischt und Tag 6 sind die Vernichtung der Feinde. Ja, das heißt, wenn du andere Spieler angreifst. Das ist sehr wichtig, weil dadurch bekommst du Kisten und diese Kisten sind nicht ohne, da sind gute Ressourcen drin und du wirst merken, wieso gibt es hier 3 Stufen von den Kisten, ich kann aber nur die ersten 3 einsammeln. Da ist es wichtig, dass ihr in der Technologie auf jeden Fall die Allianz-Anerkennung erforscht, weil durch diese Forschung bekommt ihr mehr Kisten, ihr bekommt mehr Prozente an Belohnungen raus. Ne? Das ist ziemlich wichtig. Also wie gesagt, wenn ihr das hier erforscht habt, dann könnt ihr im Allianz-Duell nicht nur die ersten 3 Kisten holen, sondern auch die ersten 6 Kisten und darüber hinaus. Sehr wichtig, gerade zum Anfang fürs Wachstum, du brauchst den Stuff, der hier drin ist. Okay, gut. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, wie kann ich denn die Heilungszeit beschleunigen oder die Trainingszeit, die Bauzeit, die Forschungszeit. Genau, da gibt es ja einen guten Tipp und zwar jeder Held hat Fähigkeiten. Jede dritte Fähigkeit hier unten links beschert euch globale Buffs. Hier zum Beispiel die Isabella, die gibt dir Verteidigung. Dieser Buff oder dieser Wert ist immer aktiv, egal ob sie in der Formation drin ist oder nicht. Und jeder Held hat verschiedene Buffs. Ne? Dort müsst ihr immer mal gucken, was für Buffs die geben. Wir können mal hier durchgucken. So, guck mal hier, Fiona, effektiv bei allen Bedingungen, Angriff. Du hast hier mehr Angriff allgemein, global, wenn du Fionas Fähigkeit auflevelst. Hier bei Eva ist es zum Beispiel auch der Angriff, ne? Bei Christina ist es sogar sehr gut, weil hier ist der Treibstoffverbrauch -2, Abrisszeit -15 Sekunden, Abrisszeit, Treibstoffverbrauch. Also wie gesagt, schaut euch immer die dritte Fähigkeit an, weil am meisten oder die meisten Fähigkeiten gelten global. Dann hat Maria zum Beispiel Trainingsgeschwindigkeit der Truppen oder hier zum Beispiel Verbrauch der Ressourcen für das Truppentraining. Ne? Also das sind alles so Dinge, die man vorher wissen müsste, weil dann kannst du dir gezielt die Helden raussuchen, wo du denkst, okay, das brauche ich jetzt unbedingt. Brauche ich Trainingsbeschleunigung, brauche ich Heilungsbeschleunigung,
brauche ich bessere Bauzeiten, bessere Forschungszeiten. Dementsprechend kannst du dir die Helden denn aufleveln. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Sache, du wirst angegriffen, hast viele Verletzte und denkst du, hey, ich habe doch 6000 Truppen gehabt, warum habe ich nur noch 2000? Na? Dann kann es natürlich sein, dass dein Krankenhaus, so wie bei mir, nicht hoch genug gelevelt ist. Theoretisch müsstest du das Krankenhaus so hochziehen vom Level her wie dein Hauptgebäude, weil das Ding ist ja, wenn du Verletzte hast, gehen die ins Krankenhaus, ist das Krankenhaus voll, wird der Überschuss vernichtet, ja, der ist nicht mehr da. Und das ist ein ziemliches Problem, weil Heilungsbeschleuniger bekommst du ja ziemlich selten hier im Spiel. Du kannst welche bekommen, wenn du auf Allianz tippst und auf Allianz Geschenke. Sammelst du die ganzen Geschenke hier ein, bekommst du meistens Trainings- und Heilungsbeschleuniger. Ja? Sehr wichtig. Also wie gesagt, sobald du merkst, okay, ich habe zu viele Verwundete und Verletzte und dazu auch noch tote Soldaten, dann ist es besser, wenn du das Krankenhaus gleich hochlevelst wie dein Hauptgebäude, damit du nicht so viele Tote hast. Und dann solltest du wissen, dass es im Spiel 3 Fraktionen gibt. Und zwar haben wir hier einmal Wings of Dawn, das sind die Scharfschützen. Dann haben wir hier einmal Guard of Order, das sind so die Kavallerie, die Riders. Dann haben wir hier Blood Rose, das ist hier Nahkampf bzw. Isolde. Je nachdem, welche Helden du zum Anfang des Spiels ziehst oder während der Season 1, 2 und 3, solltest du dich auf eine Fraktion konzentrieren. Im späteren Verlauf, wenn du alle 3 Fraktionen, ja, die Helden fast gleichmäßig aufgelevelt hast, könntest du das auch mixen, zum Beispiel mit einer 3:2 Formation. Dazu habe ich ganz viele Videos gemacht, auch über die Formation, könnt ihr euch ja nochmal anschauen. Und wichtig ist, dass du Geduld hast, ja, nicht deine ganzen Ressourcen verschwenden. So, das soll es erstmal gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Tipps. Wenn ja, dann könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Also nicht nur für mich, sondern auch für andere Spieler, die das Spiel gerade angefangen haben. Und ja, egal was ihr habt, wie gesagt, ab in die Kommentare. Ich wünsche euch noch viel Spaß im Last Set Survival Shooter. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht es mal gut. Bis dann. Euer Jetzt holt Ei. Waren das überhaupt 10 Dinge? Ich weiß es nicht. Tschüss.